Düfte, die nach Regen riechen, haben häufig die Note Petrichor oder Geosmin in sich. Und genau um diese Düfte soll es heute im Video gehen. Hi, ich bin der Richie, ihr seid bei Riot Sense. Auf meinem Kanal geht es eher um die außergewöhnlichen Düfte, die es nicht an jeder Ecke gibt. Daher, wenn ihr Interesse an außergewöhnlichen Düften habt, lasst doch gerne mal ein Abo da und bewertet das Video gerne mit einem Daumen nach oben, wenn ihr auf sowas steht. Ich habe meine Community gefragt, was für Videos sie denn gerne sehen würden, und da kamen Düfte, die nach Regen riechen, oder Regendüfte, kamen relativ häufig als Antwort, und dementsprechend here we are. Aber wir halten uns gar nicht lange auf mit Tralala, wir gehen einfach direkt rein. Ein Duft, der es mir wirklich richtig dolle angetan hat, den es leider auf dem europäischen Markt so als solches gerade irgendwie nicht gibt, beziehungsweise ich glaube, Siam versendet nach Deutschland, aber da halte ich meine Hand für nicht ins Feuer. Ich habe den Duft aber gerochen und ich kann nicht über ihn reden. Chapaya Puta von Siam 1928. Das Ding ist eine absolute Offenbarung. Es riecht wirklich nach Regen. Also so sehr nach einem reinigenden Sommerregen hat noch nie irgendwas gerochen, was ich wahrnehmen durfte. Absolut geiles Teil, wunderschön, startet so leicht zitrisch, aber hat dann wirklich dieses Herz mit diesem Regen und diesem Petrichor. Also es ist einfach so unfassbar schön. Das Ganze kommt aus Thailand, ist inspiriert von einer Regenbogen-Naga, also einer Regenbogenschlange, die irgendwie auch für Reinheit steht, wenn ich das richtig verstanden habe. Da müsste ich mich mal eigentlich noch ein bisschen einlesen, das habe ich jetzt nicht getan. Ich mache aber demnächst gerne mal ein allgemeines Video zu der Marke, weil die Marke hat es definitiv verdient, mehr ins Spotlight zu kommen, und vielleicht kriegen wir sie ja dann irgendwann auch doch nochmal nach Europa. Also wirklich was ganz Außergewöhnliches, was ich so noch nicht gerochen habe. Thai Parfümerie ist einfach on point. Man kann es nicht anders sagen. Wir machen mal weiter mit einem Duft, den es mittlerweile in Deutschland gibt, und das ist Heretic Nosferatu. Der Duft hatte ja auf Social Media, zumindest auf TikTok, mega krass den Hype letztes Jahr, als der Film Nosferatu rauskam. Und es war ein Limited Release, dann wurde er nochmal neu released. Dann hieß es, er bleibt USA-exclusive. Jetzt ist er bei Woodburg aktuell, glaube ich, erhältlich. So ein Gerenne um den Duft und diese Limited Editions, und dann wird es aufgekündigt, weil es hat sich zu gut verkauft, kotzt mich ja so ein bisschen an, weil ich nicht verstehe, warum man alles immer Limited Edition macht, gerade bei Parfümhäusern, die halt schon eine gewisse Größe haben, denke ich mir nur so, ja Leute, was soll das? Also werde ich einfach nicht verstehen, aber kommen wir zum Duft. Der Duft ist ein wunderschöner Fliederduft. Also ich habe mir Nosferatu ganz anders vorgestellt. Ich habe den Film aber auch nicht gesehen. Also mir wurde gesagt, man müsste den Film gesehen haben, dann passt das Parfum ganz gut. Wie dem auch sei, das ist halt nicht der Fall. Ich kann daher nur den Duft als solches bewerten. Eine liebe Bekannte hat mir eine Abfüllung zukommen lassen. Flieder. Sehr realistischer, wunderschöner Flieder. Pudrig, leicht, irgendwie clean. Du hast so einen leichten Moschus und sowas ganz leicht Dreckiges hast du mit drinne, aber es ist wirklich, ja, sehr reduziert. Angeblich ist es sogar Oud gelistet. Ich bekomme jetzt keins. Auch das Ambra ist sehr tame, falls da echtes drin ist. Wahrscheinlich ist Ambroxan drin. Aber du hast halt du hast auch mit dem Veilchen und den Ambrettsamen hast du halt sowas Pudriges, und der Iris, was aber auch so leicht erdig ist. Aber der Flieder ist hier wirklich der absolute Mainstar. Und das Ganze riecht so, als ob du in so einem Frühlingsgewitter, oder als ob da kürzlich ein Frühlingsgewitter drüber gezogen ist. Das ist vielleicht die bessere Beschreibung dafür. Sehr schöner Duft. Kann ich nur empfehlen. Mittlerweile ist er ja auch verfügbar, ne? Noch ein Duft, den ich nicht in die Kamera halten kann, in diesem Video sind es ganz schön viele Düfte, die ich nicht in die Kamera halten kann, ist der Dragonfly von Zoologist. Das ist wirklich ein zauberhaft, ja schon fast feengleicher Duft. Stell dir vor, du sitzt an so einem kleinen Teich
Also es ist kein See, es ist wirklich eher Teich. So ein paar Seerosen kommen gerade hoch. Alles ist voll mit Morgentau und die Luft ist feucht, das Gras ist feucht, in dem du sitzt und du früher Sommertag, also Frühsommertag, und du siehst gerade, wie die Sonne hinter den Bäumen aufgeht und du liegst im nassen Gras und beobachtest die Libellen, wie sie über den Teich sausen. Genau so riecht dieser Duft. Du hast wirklich diesen Tau, du hast dieses, in der Nacht hat es geregnet, du sitzt im feuchten Gras, irgendwo schießen langsam so ein paar Blüten raus. Wirklich unwahrscheinlich schön. Unwahrscheinlich schön und unwahrscheinlich gut gemacht. Ist einer der Zoologist-Düfte, der noch nicht bei mir in der Sammlung ist, wo ich mich ein bisschen ärgere, aber dann denke ich mir immer wieder, ach komm, ich habe so viele grüne Düfte, aber mit dem bin ich noch am Hadern, ob der noch einzieht. Wahrscheinlich früher oder später wird er noch einziehen. Aktuell habe ich ihn noch nicht, ansonsten hätte ich ihn in die Kamera gezeigt. Der ist halt dann auch super für den Sommer geeignet. Diese Frische, die aber nie in dieses überkrass Zitrische schwenkt. Geiles Teil. Da ist der Hund gerade ins Zimmer gekommen. Mal gucken, ob man ihn hört oder nicht. Machen wir mal weiter mit einem Duft, den ich jetzt in der Sammlung habe. Es ist das Limited Release von Milan Scent und Vapormundum Serpent. Milan Scent ist auf TikTok relativ groß bekannt durch seine Memes und da ist der Typ mit dieser schwarzen Totenkopfmaske. Der hat jetzt einen Duft rausgebracht. Ich habe netterweise eine Flasche bekommen. Sehr besonderer Duft. Genau auf der Grenze zwischen männlich und weiblich. Genau auf der Grenze zwischen super tragbar und super konzeptionell. Du hast Rose, aber den kompletten Busch mit der Blüte, aber auch den grünen Blättern und tatsächlich den Dornen. Ich finde, du riechst tatsächlich irgendwie, hat Joschka, der Parfümeur dahinter, es geschafft, dass man die Dornen riechen kann. Weil irgendwie riecht es spitz. Stell dir vor, der Vollmond bescheint so einen großen Rosengarten. Alles ist voll mit Rosen. Du hast eine grüne Lederjacke an. Das ist irgendwie sehr spezifisch, aber es riecht nach grünem Leder irgendwie. Ich kann es nicht anders da beschreiben. Kurz vorher hat es noch geregnet und du stehst einfach quasi mitten in diesem Rosenbeet drin und nimmst einen tiefen Atemzug. Diese feuchte Erde mit allem der Rosen und deiner Lederjacke, das verbindet sich so. Absolut geiles Teil. Im Release sind auch noch 2 Duftnoten enthalten, die den Duft in unterschiedliche Richtungen kippen lassen. Also der Innocent Flower ist dabei. Das ist so ein, ich glaube, Hyazinthe oder sowas drin. Ich weiß jetzt die Duftnoten leider nicht genau. Macht den Duft ein bisschen weicher, ein bisschen alltagstauglicher und einen Ticken femininer. Und der Poison, ich füge hier irgendwo ein, Poison macht den Duft so ein bisschen edgier, dunkler, erdiger, dreckiger. Richtig, richtig geiles Release. Limitiert auf 100 Stück. Ich weiß nicht, wann dieses Video hier online kommt und ob es dann überhaupt noch einen Stock davon gibt, aber vielleicht wird das wegen großem Erfolg genauso wie der Nosferatu einfach wieder und wieder und wieder aufgelegt. Ich würde es den beiden sehr gönnen. Der Duft ist richtig, richtig cool. Dann sind wir mal wieder bei einem Duft, den ich nicht in die Kamera halten kann. Und ich hatte erst kurzzeitig überlegt, ob ich mir hole. Und dann dachte ich mir, nee, das kann ich nicht. Richtige Ultranische, richtige Nische, 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 Nische. In fast jeder deutschen Großstadt in der Innenstadt erhältlich, zumindest prinzipiell, von Lush. Dew on the Hams ist ein Gurkenduft. Und wer jetzt sagt, ja, Gurke, Santai 33, ja, riecht auch schon nach Gurke. Ja, nee, nicht so. Also das Teil ist wirklich Salatgurke aufgeschnitten, mit Salz eingewalkt und dann diese Flüssigkeit, die sich nach 10 Minuten bildet, die als Parfüm, ungefähr so riecht der Duft. Und der hält wie Hölle. Warum habe ich ihn hier drinne? Weil der auch echt so riecht, als ob du im Regen diesen Gurkensalat gemacht hättest. Sehr absurdes Teil, super konzeptionell.
Ob ich so riechen möchte, ich weiß es nicht. Ich habe eine Abfüllung, ich habe ihn ein einziges Mal getragen, der hält ungefähr 24 Stunden. Das fand ich mir dann schon, das war mir dann schon wieder zu krass eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber sehr kreativ, sehr besonders, sehr außergewöhnlich, super mutiges Release. Und wenn ihr mal in der Stadt seid und dieser Duft in eurem Lush auch steht, weil ich glaube, das ist die Niche-Line und die ist dann irgendwie nicht in jedem Laden verfügbar, wie auch immer. Wenn es den gibt, riecht da unbedingt mal dran. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier nochmal ein großes Dankeschön an den Luca, den Sand Daddy, der mir davon eine kleine Abfüllung geschickt hat. Ultra Nische aus der Fußgängerzone. Einfach krass. Und dann gehen wir mal zu einer meiner Lieblingserkundungen oder Lieblingsentdeckungen von letzten Jahr von der Exhaust. Der aus Falte von Otop. Der ist super weird und besonders, aber voll gut tragbar. Mich erinnert der Duft so ein bisschen an Sommer in der Stadt, wenn man unbeschwert in den Ferien auf so einem großen Platz, auf so einem Betonplatz irgendwie chillt, wo es kurz vorher so ein richtig hartes Sommergewitter gab. Oder vielleicht sogar, man sitzt da gerade immer noch mit seinen Freunden auf irgendwelchen Treppenstufen und es nieselt so leicht. Und der Geruch, das ist dieser Duft. Das ist der absolute Wahnsinn. Also das verbinde ich unwahrscheinlich mit ihm. Das ist so wirklich Sommerregen in der Stadt. Du hast zitrische Noten drin, du hast was Grünes drin, du hast Betonnoten mit drin. Aber das alles ist irgendwie so verwoben, dass es bei mir halt einfach Erinnerungen auslöst. Und wenn du auch Erinnerungen an so eine Jugend und solche Sommer hast, könntest du dir den vielleicht mal angucken, weil es waren schon coole Zeiten. Und ich finde es immer geil, wenn ein Duft einen zu sowas zurückbringen kann. Von einer Exhaust-Entdeckung zur nächsten, allerdings jetzt dieses Jahr, Sarah Baker Prism Head. Das Teil ist Endlevel wild. Das ist wieder mal richtig Nische. Das kann Sarah Baker im Allgemeinen ja auch schon echt richtig gut. Also richtig nischige Düfte machen. Und mit dem Prism Head, einem Duft, den Miguel Matos gemacht hat, der ist ja eh dafür bekannt, dass er ein bisschen wilder ist und ein bisschen abstrusere Sachen macht, so rum. Der Duft ist irgendwie entstanden auf einem psychedelischen Pilztrip, Magic Mushrooms, keine Ahnung, und soll so den Vibe der Hippie-Bewegung irgendwie einfangen. Ich finde, der Duft riecht wie so eine Hütte im Wald im Herbst, wo es gerade geregnet hat und der Boden dampft so ein bisschen. Du riechst die Feuchtigkeit dieses dunklen Bodens. Irgendwo in der Ferne riechst du auch noch Pilze und dabei hast du einen Joint in der Hand. Das ist der Duft. Einfach. Bin jetzt kein Kiffer, von daher, aber ich finde, hier ist die Cannabisnote relativ gezähmt. Die geht mir nie auf den Sack und die geht mir relativ schnell mal auf den Keks. Hier nicht. Aber der ist halt wirklich erdig. Erde, Dreck, so Blumenerde unter Fingernägeln mit Pilzen und Patchouli und Holz und so ein bisschen Rauch und so eine Erdigkeit und einer Lederjacke und das Ding ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Also konzeptionell der absolute Oberhammer. Ob man jetzt immer so riechen möchte, andere Sache, aber der ist erstaunlich gut tragbar. Also mir gefällt der richtig gut. Ist jetzt definitiv aber nicht gerade was für Einsteiger, aber ich dachte, ey, ich muss einfach über diesen Duft reden. Und als letzter Duft in diesem Video, My Most Meaningful Relationships von Filigree Shadow. Filigree Shadow ist eine Indie-Marke aus den USA, die aktuell, glaube ich, gerade nicht nach Deutschland liefern. Ich hoffe, das ändert sich schnellstmöglich wieder. Wegen irgendwelchen neuen EU-Regularien ist das gerade nicht möglich. Dieser Duft riecht einfach nach Holz im Regen. Der hat sowas ätherisch Frisches, so erlösender Regen und so reinigender Regen. Wirklich absolut toll. Ist eher auf einem Skin Scent Level, strahlt nicht krass aus. Alle Sachen von Filigree Shadow sind auch nicht auf Alkoholbasis, sondern auf Wasserbasis, soweit ich weiß. Daher
strahlen die jetzt eh schon nicht so krass. Es ist eher Skin-Scenty, aber der ist sehr besonders und irgendwie cozy und auf so eine andere Art und Weise gemütlich. Sehr frisch, clean und man fühlt sich einfach zu diesem Duft so hingezogen. Man hat so eine komische Verbindung zu diesem Duft. Richtig krass, was James da treibt. Du hast halt auch wirklich so ein frisches Bitzeln auf der Haut. Also Filigree Shadow allgemein eine Empfehlung wert. Ja, das war es jetzt auch schon mit meinen 9. Waren 9, oder? Habe ich was vergessen? Nee, müssten 9 Düfte gewesen sein, die nach Regen riechen. Schreib mir doch mal deinen liebsten Regenduft unten in die Kommentare, dann kann ich mir den mal angucken. Vielleicht mache ich dann ein Part 2, wenn so viele Leute hier was kommentieren über Düfte, die ich noch nie gerochen habe. Dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.